So erkennst du Trends, die Schritt-für-Schritt-Anleitung für Anfänger. Hey, ich bin Felix, Daytrader und Gründer von Wir machen Trader. Ich bekomme immer wieder die Frage gestellt, wie man Trends eigentlich genau erkennt und worauf man achten sollte. Genau diese Frage habe ich mir damals auch gestellt, als ich noch nicht erfolgreich in meinem Trading war. Dabei ist es gar nicht so schwierig. Seitdem ich die Prinzipien des Trends in meinem persönlichen Trading anwende, ist es viel einfacher geworden. Heute zeige ich dir daher Schritt für Schritt, wie du Trends erkennst und welche Besonderheiten es gibt. Das erste, worauf wir eingehen müssen, ist die Zeitebene. Die Zeitebene bestimmt eben, wo wir uns Trends anschauen. Das bedeutet, und wir können das mal ganz einfach aufschreiben, du schaust dir eventuell die Information aus dem 5-Minuten-Chart an. Eine andere Person sagt hingegen, ich gucke mir vielleicht die Information aus dem 60-Minuten-Chart an, was also einer Stunde entspricht. Wiederum eine andere Person vielleicht den 240-Minuten-Chart, also 4 Stunden oder ein Tag oder abgekürzt ein D für Daily. Wir sehen also, dass wir uns vielleicht in unterschiedlichen Zeitebenen den Trend anschauen können und das bedeutet natürlich auch, dass unterschiedliche Leute, je nachdem welche Zeitebene sie gerade betrachten, unterschiedliche Trends sehen können und eben unterschiedliche Informationen zur Verfügung haben. Grundsätzlich, und darum soll es gerade ganz kurz gehen, ist es eben so, je höher diese Zeitebene ist, desto aussagekräftiger ist die Information und wir sehen natürlich auch, weil es eben, wenn wir das jetzt anders darstellen würden, wie so ein Dreieck, hätten wir hier oben eben die höheren Informationen, hier unten vielleicht die kleineren Informationen und so weiter und so fort. Und das bedeutet eben, dass auch diese kleine Zeitebene, hier die 5-Minuten-Zeitebene, ja durchaus in den größeren Hierarchien sozusagen inkludiert ist, was bedeutet, je höher, desto aussagekräftiger, weil sie automatisch, auch wenn wir es vielleicht nicht direkt sehen, die Information aus den kleineren Zeitebenen mit inkludiert und dementsprechend merkt ihr das einfach. Ja. Es ist nicht das Wichtigste, sich das vielleicht auf einer kleinen Zeitebene anzuschauen, sondern eben auch vielleicht auf höherem. Das ist also erstmal das Erste, was wir zu den Zeitebenen sagen können und es bedeutet natürlich auch, dass es ziemlich spezifisch ist. Wenn wir jetzt in der Folge also einen Trend identifizieren und ich dir zeige, wie man einen Trend einzeichnet, dann bedeutet das in eben dieser Zeitebene, die wir jetzt exemplarisch betrachten würden. Wir schauen uns das also an. Damit kommen wir zum zweiten Punkt und zum eigentlichen Trend. Der zweite Punkt und der Trend startet immer mit einem sogenannten Impuls. Ich zeichne das mal kurz ein, damit du das siehst. Wir haben eine Bewegung, wir haben einen Rücksetzer und wir haben dann eine weitere Bewegung. Und diese weitere Bewegung, und ich kann die an dieser Stelle mal ganz kurz unterschiedlich darstellen, damit wir das sehen. Hier in diesem Pink, in diesem Violett sehen wir den sogenannten Impuls. Ja, das sagt einfach aus, dass wir das vorherige Hoch und auch da verändere ich mal ganz kurz den Stil, falls das geht. Genau, hier diese gestrichelte Linie, da sehen wir jetzt ganz einfach, dass diese gestrichelte Linie das vorherige Hoch war, also hier links dieses, wo ich jetzt den Kreis einzeichne und wir brechen mit dieser violetten, pinken Linie das vorherige Hoch. Und deswegen können wir eben zu dieser Bewegung exemplarisch sagen, dass das eben ein Impuls ist. Impulsiv gehen wir über die vorherige Struktur. Das ist also das, was den Trend eigentlich ausmacht. Wenn wir jetzt zum zweiten oder zum sogenannten dritten Punkt gehen, wir haben jetzt gesehen, das zweite ist der Impuls, aber für den eigentlichen Trend ist das das erste. Wir gehen jetzt also zum dritten Inhalt über, der Korrektur. Dann ist es eben wichtig, dass wir sehen, diese Korrektur ist die nächste Linie. Und da werden wir sehen, diese Korrektur setzt zurück. Wie weit kann diese Korrektur maximal zurücksetzen? Und worauf ist auch noch im zweiten Schritt beim Impuls zu achten? Wichtig ist, und das habe ich noch nicht erwähnt, und deswegen werden wir mal ein bisschen was entfernen hier. Wichtig ist, dass wir bei diesem Impuls, den wir jetzt hier haben, den mache ich wieder in diesem Violett. Wichtig ist, dass wir bei diesem Impuls natürlich über dieser vorherigen Struktur sind. Und das bedeutet einfach, dass wir an dieser Stelle
genau auf den Chart achten müssen. Du kannst dafür einen sogenannten Kerzenchart nutzen. Und in diesem Kerzenchart haben wir weitere Informationen zur Verfügung. Ich werde dir das gleich abschließend nochmal wirklich in einem richtigen Chart zeigen, damit das für dich einfacher ist. Aber was wir hier sagen können, und das ist die erste Besonderheit, denn hier sage ich dir nur, es muss da drüber gehen. Aber was muss da genau passieren? Es muss in dieser Zeitebene, wir schauen uns das ja gerade, wie gesagt, in einer Zeitebene an, müssen wir über der vorherigen Struktur schließen. Also Kerze muss über der, ich mache die Schrift ein bisschen schmaler, vorherigen Struktur schließen. Das bedeutet also, wenn wir hier Kerzen haben, ja, das ist jetzt eine Kerze, dann muss der Schlusskurs oberhalb dieses Levels sein. Wie gesagt, ich zeige dir das gleich nochmal im anderen Chart, dann ist das einfach. Wenn wir allerdings jetzt hier nur einen Schlusskurs haben, der hier ist und diese Kerze ist hier hochgegangen, dann denken immer viele, oh, das ist ein Trend, wir sind ja mit dem Preis schon darüber gegangen. Das wäre aber nicht der Fall, denn nur diese Kerze, nur das Hoch dieser Kerze wäre über diese vorherige Struktur gegangen, aber eben nicht der Schlusskurs. Also das ist ganz wichtig, dass in diesem Linienchart sozusagen auch der Schlusskurs oberhalb dieses vorherigen Hochs ist. Das also nochmal zum Impuls. Und das gleiche Prinzip, das nutzen wir eben auf der Gegenseite auch, wenn wir eben über die Korrektur sprechen. Das heißt, wir zeichnen das nochmal kurz ein. Die erste Linie als Referenz, wir haben hier schon einen Rücksetzer, das sehen wir. Wir haben dann den Impuls, wir schließen ganz klar über dieser vorherigen Struktur. Auch das können wir nochmal vom Stil mal eben gestrichelt machen, dann ist es einfacher nachzuvollziehen. Und jetzt kümmern wir uns ausschließlich hier um diesen Rücksetzer, und dieser Rücksetzer kann das gleiche machen. Der Rücksetzer kann bis hierhin gehen, er kann aber auch viel weiter nach unten gehen. Wie weit darf er maximal? Und hierfür brauchen wir eine weitere Hilfslinie. Und zwar ist das diese Hilfslinie, wenn wir uns das Tief jetzt betrachten. Und deswegen mache ich auch diese Hilfslinie wieder gestrichelt. Wir haben also das vorherige Hoch und hier wir haben hier das vorherige Tief. Und das sind jetzt sozusagen unsere Referenzpunkte. Ja, wir haben also gelernt, wir brauchen diesen Impuls und dann haben wir hier einen Rücksetzer. Und dieser Rücksetzer, was passiert mit dem? Der darf maximal auch bis hier gehen und genau das gleiche Prinzip, was wir gerade für den Impuls gelernt haben, dass wir also hier drüber schließen müssen, ist hier ähnlich. Das bedeutet, wir dürfen hier durchaus drunter gehen mit der Kerze, ja? Aber wir dürfen darf nicht darunter schließen. Das ist ganz wichtig. Denn sobald die Kerze darunter schließt, heißt das auch einfach, dass die Verkäufer so aggressiv waren oder die Käufer nicht mehr so stark waren, dass wir unter dieser Marke oder über dieser Marke halten können, was signalisiert, dass der Trend eben zu Ende sein kann. So, damit wissen wir also, überall, ja, wir gehen hier zurück, hier zurück, hier zurück, kann es tendenziell ein Rücksetzer sein. Ja, das wissen wir zu dem Zeitpunkt natürlich nicht. Was wir aber wissen ist, wenn wir einen Trend vorhanden haben und vorab schon eine Serie von höheren Hochs und höheren Tiefs eben hier sehen, also hier haben wir ein höheres Tief, hier haben wir ein höheres Tief, dann können wir also annehmen, im Rücksetzer zu kaufen tendenziell und erwarten ein neues Hoch oder zumindest den Test eben des letzten Hochs. Das ist das. Damit haben wir also die Besonderheit von den Kerzen. Wir müssen mit dem Impuls über dem vorherigen Hoch schließen und dürfen mit dem Rücksetzer eben nicht unter dem vorherigen Tief schließen. Dann kommen wir zum nächsten Punkt und das ist, wie können wir jetzt sagen, wo wir tendenziell eine gute Möglichkeit haben, um zu kaufen. Deswegen machen wir mal wieder alles weg und starten von neuem. Wir sehen also wieder einen Trend, einen Aufwärtstrend. Wir sehen einen Rücksetzer, wir sehen einen weiteren Impuls und wir können jetzt genau diese Seitwärtslinien einzeichnen
die wir ja zuvor auch schon eingezeichnet haben. Das ist also diese Linie und das ist diese Linie. Und diese beiden Linien, das sind sozusagen unsere Hilfslinien, die eben das vorherige Hoch und das vorherige Tief einzeichnen. Und wenn wir das machen, ergibt sich daraus, und das mache ich mal kurz, ergibt sich daraus wie so ein Rechteck. Und dieses Rechteck, ja, dem geben wir jetzt auch nochmal eine andere Farbe. Ich mache das mal hier in diesem Orange. Dieses Rechteck, das ist unsere tendenzielle Korrekturzone. Also in dieser Zone können wir zurücksetzen. Und wenn wir besonders starke Trends haben, dann ist es eben häufig so, dass wir vielleicht sogar hier zurücksetzen. Also wir gehen nur bis hier und machen von da ein neues Hoch. Und danach hätten wir ja wieder eine Korrekturzone. Das wäre dann diese hier. Ja? Das wollen wir jetzt aber erstmal außer Acht lassen. Also, was ich sagen möchte ist, in starken Trends setzen wir meist nie so tief zurück. Ja? Im Optimalfall, und das ist das Schönste, setzen wir direkt auf die vorherige Struktur, also auf das vorherige Hoch, also den Beginn eben dieser oberen Kante von der oberen Korrekturzone zurück. Das können wir also erstmal beschriften. Das ist die Korrekturzone. Und ja, das bedeutet eben, wenn wir sagen, wir würden hier auf steigende Preise setzen, also dort kaufen, dann können wir nicht tendenziell sagen, oh, ich rechne meine Position so aus und wenn es hier runter geht, dann lasse ich mich austoppen, dann verliere ich. Weil unsere These im Trend immer ist, dass der Trend fortgesetzt wird. Der Stop muss also in jedem Fall immer unterhalb dieser Korrekturzone liegen, damit wir überhaupt den Vorteil eines Trends ausnutzen lassen können. Das ist das. Ja? Wir haben also besprochen, die Zeitebenen, Trends sind in Zeitebenen anzusehen. Ja, in unterschiedlichen Zeitebenen haben wir unterschiedliche Trends. Das würde also bedeuten, dass wir uns das vielleicht gerade in einem, sage ich jetzt mal, 5-Minuten-Chart anschauen würden und in einem großen Zeitfenster, vielleicht von einem Tag, haben wir aber sowas. Wir haben also tiefere Tiefs und hier dann die TH, die tieferen Hochs, TT für tiefere Tiefs. Das ist also eine Serie von tieferen Tiefs und tieferen Hochs, ist ein Abwärtstrend, und eine Serie von höheren Hochs und höheren Tiefs, das ist eben ein Aufwärtstrend. Und wir würden jetzt sozusagen sagen, dass das, was wir hier eingezeichnet haben, das ist genau diese Phase, und deswegen nehme ich nochmal eine andere Farbe, hier dieses Grün, das ist hier das, ja, also das, was wir hier eingezeichnet haben, das kann hier diese Aufwärtsbewegung zu diesem tieferen Hoch sein im Tageschart. Also da nur mal, wie die miteinander kombinieren häufig. Das bedeutet, im Optimalfall kombinieren wir unterschiedliche Zeitebenen, haben also im Tageschart einen Aufwärtstrend und haben auch in der kleinen Zeitebene einen Aufwärtstrend, und dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach größer, dass das auch für dich funktioniert. Ja, das Ziel dieses Videos ist es ja erstmal, dass du verstehst, wie ist ein Trend aufgebaut. Das haben wir jetzt sehr gut abgearbeitet. Ein Impuls, ein Rücksetzer. Wir wissen, was der Impuls darf. Wir wissen, dass der Impuls über der vorherigen Struktur schließen muss. Und wir wissen auch, dass der Rücksetzer eben nicht unter das vorherige tiefere Hoch hier an dieser Stelle gehen darf. Das ist das Entscheidende. So, abschließend habe ich noch einen Chart für dich dabei, in dem wir das Ganze einmal gemeinsam einzeichnen. Das ist der aktuelle Chart von dem S&P 500 bzw. von dem ETF, dem SPY auf den S&P 500. Das ist also sozusagen der wichtigste Index der Welt, würde ich es mal betrachten, der Aktienwelt. Und wir sehen, dass das SPY ja unterschiedliche Bewegung mit sich bringt, und wir wollen es jetzt einfach mal gemeinsam hier einzeichnen. Dazu nutze ich jetzt einfach mal hier den schwarzen Stift, und wir sehen schon, es ist nicht immer einfach zu sehen. Wir fangen links am Bildrand an und wir sehen, dass wir letztendlich hier, das mache ich jetzt mal ein bisschen dicker, dass wir hier sozusagen starten im Bild. Von hier gehen wir hoch. Wir setzen zurück hierhin. Und hier sehen wir schon die Besonderheit. In richtigen Charts, in richtigen Assets, die man sich durch einen Chart anschaut, ist es eben nicht so, dass alles
aussieht wie eine Linie, sondern man muss es lernen, ein bisschen abstrakter zu schauen. Denn man könnte es jetzt auch hier einzeichnen und sagen, oh, von hier machen wir ein neues Hoch. Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber mit der Zeit lernt man eben die Sachen auch ein bisschen ungenauer in Anführungsstrichen zu betrachten, ein bisschen abstrakter zu betrachten und auch zu sagen, in Ordnung, ja. Für einen ganz klaren Abwärtstrend müsste es dann aber hier weitergehen, diese vorherige Struktur brechen. Das ist hier also gar nicht der Fall. So, also wir lassen das erstmal ein bisschen gröber. Dann sagen wir, wir gehen von hier hin. Wir sind also noch nicht über dieser vorherigen Struktur. Wir machen ein höheres Tief dennoch. Wir sehen gerade, dass diese Striche, dass das sozusagen ein bisschen höher ist, dass das sozusagen ein bisschen höher ist. Wir haben also hier höhere Tiefs und zu diesem Zeitpunkt fehlt eben noch ein höheres Hoch. Das machen wir dann hier. Also, wir haben jetzt also eine Serie von höheren Hochs und eben den höheren Tiefs. Höhere Hochs, höhere Tiefs ist gleich Aufwärtstrend. So, wir setzen zurück und auch das wieder. Was haben wir gerade gelernt? Wir wollen hier grundsätzlich oberhalb der vorherigen Struktur schließen. Das machen wir ungefähr zu diesem Zeitpunkt. Ja, wird jetzt ein bisschen unsauber hier, aber du bekommst die Idee. Wir schließen mit eben dieser grünen Kerze oberhalb der vorherigen Struktur. Wir setzen zurück und zu diesem Zeitpunkt könnten wir auch ganz einfach sagen, ja, wohin setzen wir denn zurück? Wir haben das vorherige Tief hier, das also auch nochmal eingezeichnet. Das ist ungefähr hier. Wir haben das vorherige Hoch hier. Also das wäre dann diese Box, diese Korrekturzone, sage ich jetzt einfach mal Zone, wo wir hin zurücksetzen dürfen. Und wir sehen es, in diesem Fall unterschreiten wir die minimal, aber wir gehen jetzt auch nicht super, super tief, sondern es wird direkt gekauft und von hier machen wir das nächste hoch. Dann ergibt sich eine neue Zone. Ja, von diesem Tief, das ist dann die neue Zone, wir setzen zurück auf diese Zone und machen ein neues hoch. Was ergibt sich jetzt? Es ergibt sich eine neue Zone von hier nach hier und so weiter und so fort. Das ist also mal ein kleines Beispiel, wie wir alles hier zusammenfassen können und du siehst, dass es gar nicht so schwer ist, einen Trend zu erkennen und zu sagen, wohin kann ein Trend zurücksetzen, was ist die Korrekturzone und so weiter und so fort. Und auch hier würden wir jetzt in die kleineren Zeitebenen gehen, dieses Beispiel beim Tageschart, dann wirst du sehen, dass diese Rücksetzer meist in kleineren Zeitebenen Abwärtstrends sind, die dann tiefere Tiefs und tiefere Hochs haben. Sollte dir dieses Video gefallen haben, dann verlinke ich dir hier noch ein anderes Video, was dir auf jeden Fall gefällt. Du lernst die wichtigsten Tipps, wie du es erfolgreich an der Börse schaffst. Also schau dir das an, abonniere unseren Kanal, sofern noch nicht geschehen. Und dann würde ich mich riesig freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, ciao.